Heute werde ich euch Herbstdeko-Ideen mit Gläsern zeigen. Ja, und das erste Glas hat jetzt in meinem Fall eine Höhe von 25 cm und der Durchmesser beträgt 14 cm. Falls ihr jetzt längeres Papier zur Verfügung haben solltet, dann könnt ihr euch diesen Arbeitsschritt jetzt auch letzten Endes einfach mal sparen. Ich muss jetzt hier ein bisschen tricksen und mein Papier verlängern. Das ist jetzt hier so ein, ich sag mal, Bastelleim. Den trage ich jetzt hier mal so dünn auf das Papier auf. Das ist jetzt im Übrigen Butterbrotpapier, so nennen wir das hier jedenfalls. Mal die beiseite. Und verlängere jetzt hier einfach mal mein Papier. Muss jetzt hier auch nicht zu 100% alles sein. So, das kommt dann jetzt erstmal beiseite und dann kann das mal in Ruhe trocknen. Aber ich habe natürlich schon mal vorgearbeitet. So, Glas, komm mal her. Ich glaube, ich überprüfe jetzt mal sicherheitshalber nochmal die Perspektive. Ich habe jetzt auf diese Art und Weise zweimal mein Papier halt verlängert. Ist jetzt auch mittlerweile getrocknet. Ich habe das jetzt so in etwa 10 Minuten beiseite liegen lassen. So, im nächsten Schritt falte ich mir mein Papier mal zurecht. Das muss jetzt hier auch nicht zu 100% sein. Einfach nur schon mal, ich sage mal so grob. Okidoki. Und jetzt zerknuddel ich das Papier. Weil einfach jetzt so gerade lassen oder so glatt oder so glatt, das sähe jetzt für mich persönlich nicht so prall aus. Ja, da kann aber jeder auch so machen, wie er es halt letzten Endes für schön empfindet. So rum. Und hier wieder auseinanderfirmeln. Das kann ich stellenweise auch noch mal ein bisschen knubbeliger. So. Wer möchte, der kann sich jetzt auch mal Tesafilm zur Hilfe holen. Gummiband, mein Papier. Die offene Seite, die lege ich nach unten hinweg, nicht nach oben. Jetzt kommt ein etwas friemeliger Teil. Gummiband kommt über das Glas. Von daher, wenn das jetzt bei euch überhaupt nicht klappen sollte, einfach dann halt Tesafilm an die beiden Papierenden dran kleben. Und das geht aber ganz gut. So. Lucky. Ja, das darf ruhig noch ein bisschen tiefer, das Gummiband. Und das Papier wird jetzt umgeschlagen, dass man halt nachher nichts mehr von dem Gummiband erkennen kann. So, und das Ganze mache ich jetzt noch einmal mit meinem zweiten Papier. Mal eben falten, grob. Wenn euch das Papier stellenweise noch zu sehr abstehen sollte, also jetzt beispielsweise hier, wo das Ende von dem Papier ist, einfach noch mal einen kleinen Klecks Leim auftragen und ein Momentchen mal andrücken. Dann steht es halt nicht mehr so ab. Kann man machen, muss man aber nicht machen. Im nächsten Schritt arbeite ich Knospenheide und verblühten Lavendel ein. Ich muss mir jetzt gleich auch noch was von meiner Knospenheide abschneiden. Und ihr könnt es ja schon sehen, hier unten nehme ich jetzt etwas von dem Grün weg und stecke das jetzt hier einfach so dazwischen hinein. Ich ziehe jetzt das Gummiband so ein bisschen nach vorne hinweg, also so ganz vorsichtig. Lavendel halte ich hier auch erst einmal an. Mal gucken, wie lange der da halt überhaupt hinausschauen soll. Heb das hier wieder an, das Gummiband. Und arbeite das einfach hinter dem Gummiband ein. So, bei der Knospenheide, da schneide ich mir aber jetzt ein längeres Grün ab. Und die wird auch nicht später entsorgt werden, wobei bei der werde ich jetzt hier nicht alles abschneiden. Die setze ich dann später einfach in meinen Garten aus.
Nun wird mein Glas noch mit Sand befüllt werden und dann kommen auch noch diese 2 Kerzen hinzu. Ich habe mir jetzt noch eine dritte Kerze hinzugeholt und auch bewusst in einer anderen Farbe. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, so ungerade sieht dann doch noch mal schöner aus. Also wenn man halt 3 Kerzen hat anstelle von 2 Kerzen. Ich muss die hier auch mal eben reinbohren. Das muss da ja auch nachher gut drin stehen können. Ja, und dann bin ich mit dieser Dekoration auch soweit fertig. Noch mehr werde ich daran jetzt nicht einarbeiten. Ich denke, das zweite Glas sollten einige von euch kennen. Da war mal ein, ja, schokoladiger Nussaufstrich drin oder wie auch immer. Ich persönlich mag das überhaupt nicht, aber die Familie, die futtert das eigentlich ganz gerne. So, und dann brauchen wir jetzt hier als erstes mal wieder Heide. Ich schneide hier mal eben schon mal im Schnellformat für euch ab. Diese Knospen an der Heide werden jetzt sozusagen, ich sage jetzt einfach mal abgestülpt und die kommen hier in das andere Glas hinein. Zack. Das mache ich jetzt so lange, bis ich das Gefühl habe, ich habe hier nachher eine ausreichende Menge für dieses Glas. Ja, einfach hier so entlang gehen, abfriemeln. Das, was ich jetzt zu viel abgeschnitten habe, lege ich erst einmal beiseite. So, dann brauche ich jetzt hier mal wieder meinen Bastelleim. Und ich hätte jetzt schon fast ein Material vergessen, euch zu zeigen. Kleinen Moment. Ich meine im letzten Jahr, hatte ich mal ein Video gedreht, um euch mal zu zeigen, wie man Blätter trocknen kann. Und dann hatte ich die halt mit Goldspray angesprüht oder eingesprüht. Das Video dazu packe ich euch mal in die Videobeschreibung. Könnt ihr jetzt mal eben dahin. Das sind Ahornblätter, beziehungsweise von einem Fächerahorn. So, jetzt haben wir hier diesen Bastellack und Leim. Und der wird jetzt in dem Glas aufgetragen werden. Ich mache das aber jetzt nicht bis nach oben hin. Das Glas hat halt hier so eine Wölbung. Das ist jetzt hier gleich ein wenig frickelig. Wer jetzt keine dreckigen Hände nachher haben möchte, der sollte dann lieber auch mal Handschuhe anziehen. Ich klebe jetzt hier die Ahornblätter dran. Muss man hier ein bisschen andrücken. Ich denke, das sieht nachher ganz cool aus. Okay, wenn jetzt alles gut geht, kommt jetzt die Besenheide hinein, Knospenheide. Jetzt hier mal vorsichtig so verteilen. Jetzt stelle ich mein Glas beiseite und lasse das Ganze mal, ich sag mal, 1 Stunde mindestens, ja, trocknen. Der Kleber ist jetzt zwar noch nicht ganz trocken geworden, aber ich will euch das Ergebnis jetzt trotzdem schon mal zeigen. Insgesamt steht das Glas jetzt hier 2 Stunden schon in meiner Werkstatt. Ich habe jetzt hier einfach mal sicherheitshalber eine Pinzette genommen, um dieses kleine Teelichtglas zu platzieren. Und irgendwie finde ich nicht mein Stabfeuerzeug. Mal gucken, ob das jetzt gleich so funktioniert. Das kleine Teelicht halt mit der Pinzette. Ja, das geht. Zack. Ich glaube, das sieht jetzt schon ganz süß aus. Ja, und somit hat man doch schnell und einfach ein richtig süßes Windlicht erstellt. Ich wollte schon Windglas sagen. Das dritte Glas hat jetzt in meinem Fall eine Höhe von 22 cm und der Durchmesser beträgt 16 cm. Ja, und auf den Glasboden werde ich jetzt mal zunächst etwas Plattenmoos drauflegen. So sieht das Ganze aus. Wie gesagt, jetzt hier einfach den Glasboden damit auskleiden. Ich mache aber jetzt hier nur diese kleine untere Wölbung damit. Oder ich muss mal gucken. Vielleicht gehe ich auch da an den... Ach, ich gehe an den Rändern auch noch entlang. Ich mag Plattenmoos total gerne. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ne? Aber ich finde das immer so schön. So, brauche ich hier eigentlich nur noch einen kleinen Fitze. Da war gerade ein Ast noch mit drin. So, jetzt fülle ich etwas Wasser in das Glas hinein, damit das Plattenmoos halt ja letzten Endes länger frisch bleibt. Aber wirklich nur ein wenig. So, dann haben wir hier noch eine Heidepflanze, also die ich vorhin schon die ganze Zeit geschnitten hatte. Hier sind noch ein paar Reste von vorhin.
Und ich schneide mir jetzt noch etwas ab von der Heide. Oder ich zeige euch schon mal, was ich vorhabe. Ich will hier diesen Rand vom Glas mit der Heide bedecken. Aber nur am Rand. Muss jetzt auch nicht super viel Heide eingearbeitet werden, aber ein wenig. Jetzt lege ich auf das Plattenmoos 3 Zapfen einer Schwarzkiefer. Noch mehr werde ich da wahrscheinlich nicht an Zapfen einarbeiten. Dann haben wir hier eine 2 Meter lange Drahtlichterkette. Das Batteriefach, das lasse ich jetzt gleich einfach außerhalb meines Glases liegen, weil ich muss da ja irgendwie auch mal drankommen können, um letzten Endes die Batterien halt auch mal austauschen zu können. Lassen wir jetzt hier noch etwas hinausschauen. Dann haben wir jetzt hier einen Ast einer Korkenzieher-Haselnuss. Der ist auch schon uralt. Ich kann euch jetzt echt nicht sagen, wie alt, aber sehr alt. Ich muss den hier mal eben justieren. Eben gucken. Ja, könnte noch ein bisschen anders. Mal eben schauen. Ach, da ist so ein Ast im Weg. Merkt man, dass der schon uralt ist. Der ist super trocken. So, den Rest meiner Lichterkette mal eben hier einarbeiten. Das hier ist eingefärbtes Schleierkraut, wenn ich es mal eben auseinanderkriegen würde. Willst du wohl? Wie gesagt, das ist hier eingefärbtes Schleierkraut. Dann habe ich hier noch ein paar Hagebutten. Und das hier ist ein eingetrockneter Allium. Der ist jetzt auch schon etliche Wochen hier in der Werkstatt. Das wird jetzt hier einfach nur so zwischen die Korkenzieher-Haselnuss hineingesteckt werden. Vor allem auch das Schleierkraut, das darf auch ruhig im Laufe der Zeit mal nach und nach eintrocknen. Bei den Hagebutten ein bisschen vorsichtig arbeiten, die haben nun mal Dornen. Auch mit diesem Glas bin ich nun soweit fertig und ich muss aber jetzt auch mal gestehen, das ist jetzt hier gerade mein persönlicher Favorit geworden. Wie üblich findet ihr auch nochmal alle benötigten Materialien für die Projekte in der Videobeschreibung und dann werde ich mich jetzt auch mal wieder an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, macht's gut, eure Pink Peach. Bye!